Der Harzer Käse und die Harzer Rolle gelten im Kraftsport als absoluter Geheimtipp. Schaut man einmal in die Nährstofftabelle, wird schnell klar, warum der Harzer Käse auch in der Ernährungsberatung so häufig auf dem Plan steht. Ob zum Abnehmen, Muskelaufbau oder als Grundlage einer ausgewogenen Ernährung, die Harzer Rolle ist eine absolute Nährstoffbombe und für wirklich jeden zu empfehlen. Du hast noch keine Harzer Rolle im Kühlschrank? Dann liegt das vielleicht daran. Ein kleines Manko hat der Wunderkäse dann doch, der Geschmack. Für viele gilt der Käse als fad und nicht wirklich schmackhaft. Mit welchen Tricks die Harzer Rolle und das Geschmacksempfinden doch noch Freunde werden und was den Superkäse so gesund macht, zeige ich dir in diesem Video. Beim Harzer Käse, welcher gerollt häufig als Harzer Rolle verkauft wird, handelt es sich um einen Käse der Gattung Sauermilchkäse. Die Hauptzutat der Harzer Rolle ist Magermilch. Bei der Herstellung wird der Milch Milchsäurebakterien zugesetzt, wodurch sich die Masse in Molke und ihren festen Bestandteilen aufteilt. Die festen Bestandteile sehen nun wie Quark aus und werden mit Käsekulturen versetzt. Die Masse reift dann zu einem Sauermilchkäse an. Der Harzer Käse ist nach der Herstellung zuerst krümelig und weiß. Wenn er dann reift, schrumpft der krümelige Anteil immer weiter zusammen, sodass es wie ein kleiner weißer Kern im Inneren des Käses aussieht. Der Harzer Käse reift auch im Verkauf noch nach. Kaufst du einen frischen Harzer Käse, ist tatsächlich der quarkähnliche weiße Anteil im Käse viel größer als nach einigen Tagen im Kühlschrank. Du kannst den Harzer Käse übrigens die ganze Zeit über essen. Es ist eine Geschmacksfrage, den für dich richtigen Zeitpunkt herauszufinden. Ich mag ihn am liebsten schön durchgereift. Der Harzer Käse kommt tatsächlich, wie der Name schon sagt, aus dem Harz. Wo der Käse vor einigen Jahren noch eine regionale Spezialität war, ist er heute in fast allen Lebensmittelläden zu kaufen. Was macht den Harzer Käse so gesund? Zur Beantwortung dieser Frage schauen wir einfach mal in die Nährwerttabelle. 100 Gramm Harzer Rolle enthalten 30 Gramm Eiweiß, nur 0,5 Gramm Fett und 0,1 Gramm Kohlenhydrate. Die Werte klingen einfach unglaublich. Vergleicht man die Werte der Nährstofftabelle mit anderen Lebensmitteln, gibt es kaum Lebensmittel, die sich mit der Harzer Rolle vergleichen können. Lediglich der Magerquark kann dem Harzer Käse das Wasser reichen. Aufgrund dieser tollen Nährwerte eignet sich der Käse daher besonders für Sportler. Der Eiweißanteil von 30% lässt die Muskeln schnell wachsen und sorgt für eine ausreichende Proteinversorgung während der Regeneration. Zudem gehst du mit der Harzer Rolle keine Kompromisse ein. Wer denkt, dass der Wunderkäse nur für Sportler geeignet ist, liegt falsch. Auch für Nichtsportler, die sich in einer Diät befinden, ist der Käse ein hervorragendes Angebot. Aufgrund des geringen Kohlenhydrat- und Fettanteils enthält der Käse nur sehr wenig Kalorien. Gerade mal 125 Kilokalorien verbraucht die Rolle aus dem Harz auf 100 Gramm auf dem Kalorienkonto. Dazu sind es Kalorien, die zu einem Großteil aus dem Eiweiß gewonnen werden. Da Eiweiß den Stoffwechsel ankurbelt, werden ca. 30% der aufgenommenen Kalorien bei der Verwertung direkt wieder verbraucht. Fakt ist, Kalorien aus Eiweiß machen weniger schnell dick wie Kohlenhydrate oder Fette. Eine weitere positive Eigenschaft ist der ausgezeichnete Sättigungseffekt. Die Harzer Rolle macht schnell satt und die Sättigungswirkung hält lange an. Der hohe Anteil von Caseineiweiß, welches so langsam vom Körper verdaut werden kann, sorgt für ein lang anhaltendes Sättigungsgefühl. Durch die langsame Verdauung wird das Eiweiß im Körper über einen längeren Zeitraum aufgenommen. Gerade für längere Phasen zwischen den Mahlzeiten, wie zum Beispiel nachts, bietet sich der Verzehr von Caseineiweiß an. Außerdem kann man sich am Harzer Käse nicht überfressen. Die Konsistenz der gelben Masse in Verbindung mit dem Geschmack sorgt automatisch dafür, dass du nicht mehr essen wirst, als du wirklich Hunger hast. Vielleicht hast du schon einmal vor dem Fernseher eine Tüte Chips aufgemacht und dir vorgenommen, nur ganz wenig zu essen. Bei jedem Griff denkt man sich, das ist aber das letzte Mal. Das allerletzte Mal. Das allerletzte Mal. Und so weiter. Und dann ist die Tüte leer. Es ist die Kombination aus Kohlenhydraten und Fett, die in unserem menschlichen Gehirn das Verlangen nach mehr auslöst. Bei unserer Harzer Rolle müssen wir uns darüber keine Gedanken machen. Wie wäre es für dich, einfach mal abends einen in Scheiben geschnittener Harzer Käse vor dem Fernseher zu snacken? Klingt erstmal komisch, ist aber eine super gesunde Alternative zu jeglichem Knabberzeug oder Süßkram. Wie du den Harzer Käse lecker zubereiten kannst, werde ich dir gleich erklären. Ein weiteres tolles Argument, warum es sich lohnt, regelmäßig in eine Harzer Rolle zu beißen, ist, dass der Käse bis zu 300 Milligramm Calcium enthält. Calcium ist ein wichtiger Mineralstoff in unserem Körper.
Er ist verantwortlich für die Knochendichte und unsere Zähne. Weiterhin benötigen wir diese Mineralstoffe für die Reizübertragung in die Muskeln und Nerven. Innerhalb der menschlichen Zelle ist Calcium für die Signalübermittlung und der Stabilisation der Zellmembran verantwortlich. Gerade Menschen über 50 Jahre, Kinder in der Wachstumsphase, schwangere Frauen und Frauen in den Wechseljahren sind besonders häufig von einem Calciummangel betroffen. Dazu kommt, dass Calcium bestimmte Enzyme aktiviert, die den Gewichtsverlust ankurbeln. Kein anderes vegetarisches Lebensmittel hat vergleichbare Nährstoffe. Einen so großen Eiweißanteil bei vergleichsweise wenigen Mikronährstoffen wie Fett und Kohlenhydraten gibt es nur bei sehr magerem Fleisch. Wer als Vegetarier nicht auf Supplemente zurückgreifen möchte oder bewusst seinen Fleischkonsum reduzieren will, ist mit der Harzer Rolle gut beraten. Der Harzer Käse ist günstig. Ich war für euch im Supermarkt und habe nachgeschaut. Die günstigste Packung Harzer Käse gibt es bereits schon für unter einem Euro für 200 Gramm. Dies ist ein super Preis für die hohe Konzentration an Eiweiß. Aus ökologischer Sicht ist unser Käse auch keine Zumutung. In den allermeisten Fällen wird der Harzer Käse in Deutschland produziert. Kurze Transportwege reduzieren den Ausstoß von CO2 und verlangsamen den Klimawandel. Mit der Harzer Rolle werden wir die Klimakrise zwar nicht überwinden können, aber jeder Griff zu einem in Deutschland produzierten Lebensmittel verbessert die CO2-Bilanz. Ich hoffe, dass sich diese positiven Eigenschaften von diesem Superkäse überzeugen konnten. Aber war da nicht noch etwas? Ach ja, der Geschmack. Leider wird der Geschmack von vielen als pikant und säuerlich beschrieben. Dazu kommt der Geruch, den viele als ablehnend empfinden. Dabei ist es gerade die Art der Zubereitung, die den Käse für wirklich jeden genießbar macht. Wenn auch du nicht zu den hartgesottenen Harzer Käsefans gehörst, die sich eine Rolle nach der anderen reinzwirbeln können, kann ich dir folgende Zubereitungsvarianten empfehlen. Nummer 1. Der Harzer Käseaufstrich. Für den Harzer Käseaufstrich brauchst du 200 Gramm Harzer Käse, eine Zwiebel, etwas Schnittlauch, 3 Esslöffel Butter, 2 Esslöffel saure Sahne, 3 Esslöffel Bier und 1 Esslöffel Paprikapulver sowie Salz und Pfeffer. Die Zubereitung geht schnell und einfach. Schäle und schneide die Zwiebeln in kleine Stücke, zerdrücke die Harzer Rolle und vermische alle Zutaten. Der daraus entstehende rote Aufstrich lässt sich hervorragend auf Brote und Brötchen verstreichen. Ein leckerer Aufstrich, der dazu noch mit hervorragenden Nährwerten punkten kann. Nummer 2. Harzer Käsechips. Die Harzer Käsechips lassen sich fast von alleine zubereiten. Heize deinen Backofen auf 170 Grad vor, schneide den Käse in dünne Scheiben und lege ihn auf das Backblech. Achte darauf, genügend Platz zwischen den einzelnen Scheiben zu lassen. Der Käse schmilzt stark. Genügend Platz verhindert ein Verschmelzen der einzelnen Käsestückchen. Nach ca. 10 bis 15 Minuten im Ofen kannst du je nach Belieben die fertigen Käsechips herausnehmen. Anschließend solltest du deine Käsechips auseinanderbrechen und mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver würzen. Fertig ist ein Harzer Käsesnack, der Knabbersnack, der dir noch beim Abnehmen helfen wird. Ist das nicht eine Versuchung? Rezept Nummer 3. Der Harzer Käsesalat. Für den Harzer Käsesalat schneidest du Zwiebeln in feine Ringe. Der Harzer Käse wird in kleine Scheiben oder Stückchen geschnitten. Radieschen werden in kleine Spalten geschnitten und mit dem Käse und den Zwiebeln vermischt. Als Dressing verrühre Essig, Öl und etwas Senf. Je nach Konsistenz kannst du ein bisschen Wasser dazugeben. Mit Gewürzen wie Kümmel, Petersilie, Pfeffer und Paprikapulver wird alles miteinander verrührt und abgeschmeckt. Auch bei diesem Rezept wird man den Harzer Käse kaum schmecken. Probiere es aus. Kommen wir zum Fazit. Der Harzer Käse ist aufgrund der hervorragenden Nährstoffen eines der besten Lebensmittel überhaupt, wenn es um das Abnehmen und den Muskelaufbau geht. Der Käse ist günstig, enthält viele Mineralstoffe, wird meistens in Deutschland produziert und mit abwechslungsreichen Zubereitungsvarianten auch für fast jeden schmackhaft. Doch bevor du jetzt anfängst, nur noch Harzer Käse zu essen, es ist die abwechslungsreiche Ernährung, die dem Körper gut tut. Vermeide eine einseitige Ernährung. Die Harzer Rolle kann eine tolle Grundlage für eine ausgewogene Ernährung darstellen. Neben der Harzer Rolle gibt es nicht viele Lebensmittel, welche die hohe Dichte an Nährstoffen enthalten. Magerquark ist eine Ausnahme und kann fast bei den Nährwerten mithalten. Alles über den Magerquark und welche positiven Effekte auf den Körper zu erwarten sind, wenn du jeden Tag Quark isst, erkläre ich dir in dem links eingeblendeten Video. Ich hoffe, der regelmäßige Verzehr von Harzer Käse wird dich ein Stückchen näher zu deinem Körperglück bringen. Körperglück. Finde dein Körperglück.